Emotional, wichtig, erfolgreich. Österreich war jetzt schon länger nicht dabei. Da dabei sein zu dürfen, ist eine große Ehre. Ja. Was geht's? Was geht's? Recap von der richtig coolen Saison, erste Saison in der La Liga. Ja, reden wir ein bisschen. Ja, wir quatschen ein bisschen drüber. David, die letzte Woche in 3 Worte. Boah, emotional. Wichtig. Erfolgreich. Für uns als Familie war es auch sehr emotional, vor allem der Montag. Nummer 2, David Affenhuber. Die ganze Woche für dich eine der besten Wochen deiner Karriere oder schwierig einzuordnen? Na, gehört sicher ganz oben dazu. Also, ja, mit der Einberufung im Nationalteam dann das emotionale Spiel dann am Schluss am Samstag. Und Gott sei Dank positiv alles ausgegangen. War schon ganz oben dabei bei meinen wichtigsten beruflichen Wochen, kann man schon sagen. Jetzt war ja am Montag die Kaderbekanntgabe. Das war recht cool, gell, weil die ganze Familie war da. David, sein Papa war da, Freunde war da. Ja, nein, es hat gut gepasst. Wir haben dann gespielt, ich glaube Sonntag haben wir gespielt, da waren alle da, nochmal unterstützt beim letzten Heimspiel. Mein Dad war da, mein Bruder mit der Family, Freunde waren auch da. Ja, wir haben Full House gehabt dann am Montag, weil wir eigentlich ausgemacht haben, ja, wir dann am Montag machen wir einen gemütlichen Nachmittag, Boden, essen gemeinsam. Dann natürlich haben wir gewusst, dass die Einberufung an dem Tag kommt, haben wir sie dann auch angeschaut und ja, haben wir sie dann alle gefreut, dass ich da mitfahren darf. Ich glaube, dass das eine richtig coole Sache wird. Und bei Papa Boldi und mir sind natürlich auch die Tränen geflossen. David, du warst da mal ganz ruhig, ist mir aufgefallen. Wie ist es dir gegangen? Ja, natürlich ist es emotional, wenn man da einberufen wird fürs Nationalteam, eine WM zu spielen. Ja, spielt man nicht oft. Österreich war jetzt schon länger nicht dabei. Da dabei sein zu dürfen, ist eine große Ehre. Ja. Beim David ist es ja ein bisschen chilliger, da wird ja alles organisiert und der David muss nur die Koffer packen oder ich darf den David die Koffer packen. Am Donnerstag, am 4. werden wir in der Früh starten und dann sind wir hoffentlich eine sehr lange Zeit in Amerika. Ja, werden wieder viel coole neue Stories wahrscheinlich rauskommen, weil einfach das alles was ganz was Neues ist, eine WM zu spielen, glaube ich, in Amerika, wo richtig coole Stadien auf uns warten, coole Gegner, und eine große WM ist und das wird sicher ein richtig cooles Erlebnis. Und jetzt quatschen wir noch kurz über die ganze Saison. Für mich ist die relativ schnell vorbei gewesen. Von August weg bis jetzt, das war so wie, okay, das ist schon wieder vorbei. Wie war es denn für dich? Ja, auch. So eine Fußballsaison geht immer extrem schnell. Speziell in der Saison das erste Mal in einer neuen Liga spielen. Du fährst jetzt zweite Woche in ein neues Stadion. Ja, es sind immer coole Eindrücke, es sind alles Highlight-Spiele gewesen. Auch die Spiele daheim natürlich waren richtig cool. Ja, es gibt gar keine Mannschaft jetzt wirklich zum Außerpicken. Ich finde, es waren jedes Spiel richtig cool und anders. Speziell die Stadien dann. Und ja, das so Fußballsaison geht einfach schnell vorbei, speziell bei uns. Wir haben richtig gut gestartet. Wir haben extrem gut gestartet, vielleicht ein bisschen zu gut, als was jeder glaubt hätte. Dafür haben wir dann dazwischen, so aber nach Weihnachten bis zu meinem Geburtstag fast oder länger, haben wir einen richtigen Hänger gehabt. Haben wir nicht viele Punkte geholt, es war eine richtig schwierige Zeit. Und dann zum Glück haben wir uns wieder gefangen und waren dann zum Saisonfinale, waren
waren wir richtig stark, wenn man sich die letzten 10 Spiele anschaut. Das war ab nach dem Real Madrid-Spiel, wo wir auswärts verloren haben wir nur 10 Spiele gehabt. Haben wir einen richtig guten Punkteschnitt gemacht und das hat uns dann die Liga gerettet. Aber jetzt warst du, wie wir alle wissen, noch nie so weit hinten drinnen, vor allem jetzt wie zum Schluss. Wie kann man sich das auch mental vorstellen? Feinzig war er auf jeden Fall nicht, der David. Nein. Ja, nein, es war eine richtige Umstellung für mich, weil davor habe ich ja meistens in Österreich um die vorderen Plätze mitgespielt, dann mit Elche in der zweiten Liga auch um einen Aufstieg mitgespielt. Das heißt, es waren mehr Siege wie Niederlagen eigentlich immer. Und dieses Jahr war es ein bisschen anders, weil man doch, du gewinnst jetzt nicht jede Woche in der ersten spanischen Liga, das ist so, das war mir auch bewusst. Aber es war schon eine Umstellung, speziell die Zeit, was ich vorher gerade angesprochen habe, so im Start neues Jahr bis Mitte Ende März war sehr schwierig, weil du dann halt einfach wenig Siege feierst und das ist dann mental schon eine Umstellung, auch hart ab und zu, aber da lernt man lernt nie aus. Das ist jetzt wieder eine neue Sache, was ich erlebt habe. War da vielleicht das mit dem Nationalteam auch ein bisschen ein Tapetenwechsel, dass du dann im März da dabei warst und mal ein paar andere Leute wieder getroffen hast, eine andere Umgebung? Es war in einer negativen Phase für uns als Mannschaft. Für mich vielleicht was Positives, was mir dann wieder ein bisschen einen neuen Schwung reingebracht hat, jetzt bei mir speziell. Das hat man dann auch, finde ich, dann auch gesehen in meinen Spielen. Danach waren um einiges besser wieder. Saisonfinale, mit dem war ich sehr zufrieden, muss ich sagen, mit meiner Leistung oder auch mit der Leistung von der Mannschaft. Ich glaube, wir haben nicht viele Spiele dann ganz klar verloren. Es waren sehr enge Spiele, speziell die, was wir dann verloren haben. Und das heißt einfach, dass wir dann einfach nie aufgegeben haben. Aber es war bei allen Mannschaften so. Es war in Spanien jetzt ein bisschen komisch, es war einfach das Niveau sehr hoch. Und plötzlich haben alle hinten Genau, gewonnen. weil einfach alle von hinten haben auf einmal jede Woche Punkte geholt. Und da musst du dann mitziehen, dass da kein Abstand entsteht, dass du da noch retten kannst. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Und im letzten Spiel dann ist es auch noch mal gegangen. Es waren die letzten 2-3 Wochen waren dann so, da wo du geschaut hast, wie konnte was passieren. Und das ist aber das Schöne am Fußball, dass es war alles möglich bis zum Schluss. Aber für solche Spiele spielen wir Fußball. Ich spiele lieber Spiele, wo es um was geht, als wo es um nichts geht. Und zum letzten Spiel, wir haben es ja in Alicante verfolgt, in einer Sportbar, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen wo raus und die Emotionen auch mitnehmen. Und wie war es denn bei dir wirklich jetzt die letzte Nacht vielleicht und dann auch das Match? Weil es war ja wirklich das ausschlaggebende Match und zum Schluss hätte es auch sogar verlieren dürfen, aber das weiß man ja nie. Wie ist das so vom Feeling? Na, also noch davor, wir haben eine extrem coole Mannschaft, muss ich da wieder sagen, weil die war sehr entspannt. Wir sind da hingeflogen, ganz normal wie immer, Abendessen, schlafen gegangen. Nächsten Tag, weil es war ein sehr spätes Spiel. Vor allem sind wir, ich weiß nicht wie viele Spieler, ich glaube, es sollen 10 Spieler gewesen sein, ganz gemütlich am Vormittag in der Sonne auf einem Café gesessen. Da ist geschmeckt worden und es war eigentlich eine lockere Stimmung und genau das hat uns vielleicht dann auch geholfen, dass wir dann die Klasse halten. Ja, und so beim Match direkt, wie war dein Gefühl? Schon anders, oder? Oder ist das immer gleich? Ja, grundsätzlich bin ich jetzt ein Spieler, der was sagt, wenn das Spiel losgeht, bin ich nicht mehr nervös. Man hat es dann durchs 1-0 ist ein bisschen ein Lost abgefallen, muss man sagen. Hat der Alvaro ein richtig schönes Tor gemacht, das hat natürlich sehr geholfen, weil wir gewusst haben, Girona braucht jetzt 2. Dann gehst du in die Halbzeit mit einem grundsätzlich sehr guten Gefühl, dann gehst du raus und ich habe Foul gemacht, mein einziges Foul in dem Spiel, glaube ich. Ich kriege gelbe Karten, aus dem Freistoß entsteht ein Tor. Da fangst du dann schon wieder zum Überlegen an, das ist normal, aber wir haben das dann gut verteidigt. Es war sicher eine Nervenschlacht, würde ich jetzt einmal sagen, weil du hast es beiden Mannschaften angekannt, es geht heute um richtig viel für beide Vereine, für die Spieler auch. Und jeder will in der Liga bleiben und wir haben es zum Glück geschafft, haben dann unentschieden gespielt und das hat für uns gereicht. Und dann wurde ein bisschen gefeiert? Ja, wir haben am 9 gespielt, es war sehr spät, wir sind dann noch heimgeflogen, waren die Fans dann noch beim Stadion, ich glaube es war
3 in der Früh oder halb Richtig 4. viel gehabt, da waren es so viel. waren echt viele Leute noch im Stadion für die Uhrzeit. Es war Gott sei Dank ein Samstag, das heißt, nächsten Tag war frei. Und dann mit der Mannschaft noch kurz ein bisschen gefeiert, aber dann war es so spät und dann ist ab nach Hause gegangen. Dann waren wir noch 2 Tage in Spanien mit unseren Freunden. Zufrieden. Auf jeden Fall zufrieden. Klassenerhalt geschafft, das war unser Ziel von Anfang an. Natürlich hat es am Anfang ausgeschaut, als würden wir überperformen, aber am Schluss haben wir gewusst, um was es geht. Das war unser Ziel, das haben wir erreicht und mit dem sind wir sehr zufrieden. Ich habe ja leider nicht alle Stadien gesehen auswärts, weil immer ist es leider nicht ausgegangen, dass ich auch mitfliege. Ein paar habe ich gesehen. Du hast alle gesehen natürlich. Welches war denn das Coolste oder für die, wo du gesagt hast, okay, das ist ein richtig cooles Stadion? Es waren echt viele. Oder das müssen unsere Leute, die zuschauen, unbedingt mal besuchen. Nein, es waren echt sehr viele, sehr cool. Ein ganz modernes Stadion war das Bilbao-Stadion, war ein ganz cooles Stadion. Es gibt mehrere. Real Madrid natürlich cool. Barcelona waren wir leider nicht, im Camp Nou waren wir nicht. Atletico Madrid Stadion ist cool, Real Sociedad ist cool. Also kennen eigentlich alle. Es quer durch die Bank, es waren alle Stadien sehr cool und natürlich, wenn man sich ein Stadion aussuchen muss, was ich jetzt sagen kann, das muss man besuchen, ist das Martínez Valero. Coole Stimmung. Das stimmt. Das muss man immer schon sagen. fast ausverkauft, also es waren unzählige Fans immer mit dabei. Die Stimmung war immer cool. Und was war da vielleicht so dein emotionalster Moment? Ich glaube, für mich war es Atletico-Spiel. Ja, ganz klar, Atletico Madrid, wenn man da so direkt beteiligt ist bei den entscheidenden Situationen, ist das schon was Besonderes. Oder wie ich als Kapitän auflaufen habe dürfen gegen Barcelona, das auch daheim im eigenen Stadion von den eigenen Fans, ist schon was Besonderes und ist immer cool dort zu spielen. Also das waren alle Spiele daheim in Elche waren was Besonderes. Und auch die Fans, also super coole Fans auch. Und wie hast du die zum Schluss vor allem, ich glaube, sie haben das Video gezeigt. Es waren alle extrem nervös, das hat man gemerkt und jeder hat sich dann extrem gefreut, dass wir es dann einfach geschafft haben. Ist für den ganzen Verein, für die ganze Stadt einfach richtig cool, wenn wir in der ersten Liga sind. Das heißt, es kommt wieder, die Großen kommen wieder zu uns. Was war dein größtes Learning aus dieser Saison oder was du dir persönlich auch mitgenommen hast? Extrem schwierig. Vielleicht die neue Situation, dass man um einen Abstiegskampf gespielt hat, dass man in schwierigen Momenten positiv bleiben muss, das glaube ich. Und dass man da einfach als Mannschaft dann zusammenhalten und einfach schauen, dass man immer, auch bei den Trainings, auch wenn dann eine schlechte Phase ist, schaut, dass man immer eine gute Stimmung hat. Das war sicher das, was uns ausgemacht hat und was uns vielleicht am meisten geholfen hat, dass wir es geschafft haben. Ja, voll. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Ja, nicht. Ich glaube, wir haben euch schon genug erzählt. Jetzt wird es für uns auch wieder ein neues Abenteuer. Genau, jetzt wird es ein bisschen stressig wieder für mich und für dich. Für die dann ein bisschen später erst. Du hast jetzt noch ein bisschen Zeit. Für mich geht es jetzt gleich wieder weiter. Wird cool, wird ein richtig cooles Erlebnis. Michelle nimmt euch da ein bisschen mit in Amerika. Dann werden wir sie nach der WM wieder daher sitzen und hoffentlich über eine richtig coole WM reden. Erfolgreiche WM. Eine erfolgreiche WM, genau. Schauen wir mal, dass wir dort überraschen können. Ja, bis bald. Ciao, ciao.